So, wir bringen Sie jetzt zum Haus vom Chef. Bleiben Sie ruhig, er möchte nur mit Ihnen reden, okay? Moment, müssen wir noch klingeln? Gleich schaut die Welt wieder ganz anders aus. Jetzt ist schon wieder was passiert. Ausgerechnet der Schwiegersohn vom Festspielpräsidenten. Aber interessant, die alten Gerüchte sind dadurch erst recht nicht aus Salzburg verschwunden. Typischer Salzburger Schnellring. Erst meinst du, das tut nichts und dann bist du britschnass. Das ringt da doch eh nicht mehr. Ja, aber geh. Ich spür's doch. Normalerweise soll ein Priester ja immer nur Brot in Fleisch und Wein in Blut verwandeln. Aber beim Hygieneunterricht in den Internatsduschen hat sich damals die Priesterunterhose in ein Segelschiff verwandelt. Bei Selbstmorden gibt es immer die Parteien. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Kindheit war schuld, das Erbliche und. Aber ich sage, man kann in einen Menschen nicht hineinschauen, weil ein anderer hat es vielleicht auch nicht immer leicht und sieht doch das viele Gute am Leben.
Gott, machen Sie bitte die Handtaschen auf. Hey, sind Sie vernünftig? Sind Sie Machen Sie auf. wahnsinnig? Machen Sie die Handtaschen auf. Hey. Mach Fassen auf. Sie mich nicht an! Auf. Hilfe! Hilfe! Was ist denn los? Bitte können Sie mir helfen? Der Mann hat mir auf den Busen gegriffen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Oh ja, er hat sie angegriffen. Kann die Dame bitte ihre Handtaschen öffnen? Ja, grüß Gott, liebe gnädige Frau. Gibt's ein Problem? Ja, sie hat zum Zahlen vergessen. Ist eine große Ehre für unser Haus. Ich komme ein Sie anderes Mal, wenn weniger los ist. Wiedersehen. Oh, das ist aber schade. Empfehlung an den Herrn Vater. Sie hat eine Unterwäsche in der Handtasche. Er hat sie sexuell belästigt. Was? Sie sind entlassen. Und was ist mit den 3 Tagen? Schlechte. Grüß Gott. Grüß Gott. Was gegen Kopf, bitte? Bitte. Haben Sie eine Familienpackung? Haben Sie Familie? Sie, das kann man nicht einfach so schlucken. Das ist sehr aggressiv für die Magenwände. Da müssen Sie was trinken dazu. Trinken Sie was mit? Gute Nacht. Umfahndung, was haben wir gekauft, Jens? Nichts. Nichts? Aha. Dann gibst mir jetzt einmal die Telefonnummer von deinen Eltern. Ja? Außer damit, komm. Gemacht. Einstiegsdrogen. Mach's nie wieder. Wirklich? Nicht schlecht, der schwarze Pfad. Ich hab den Schlüssel für die Wohnung nachmachen lassen. Ist nicht mehr notwendig. In die Medien
gekommen war Gottlieb Dornhelm vor einem Jahr. Damals beschuldigte er den Salzburger Erzbischof Michael Schorn, ihn vor 25 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Zu dieser Zeit war Schorn noch Spiritual im Marianum. Gottlieb Dornhelm war ein zutiefst unglücklicher Mensch, den wir aus ganzem Herzen bedauern. Er ist im Vorjahr Opfer einer Medienkampagne geworden, die ihn benutzt hat, um einen Kreuzzug gegen die heilige katholische Kirche zu führen. Und nun zum Wetter. Für die kommenden Tage ist ein Wettersturz zu erwarten. Aufmachen, Kriminalpolizei! Komm schon! Du weißt, warum ich da bin? Na, kann mir nichts vorstellen. Habe ich Geburtstag? Am jüdischen Friedhof sind wieder mal ein paar Gräber beschmiert worden. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du mir drüber was sagen. Und wie oft muss ich das nur sagen, dass ich weg bin von denen? Ich bin jetzt links. Links? Klar. Kannst du mir das genauer definieren? Ich bin für gleiches Grundeinkommen für alle. Und du? Was hast du so lange gemacht am Klo? Das ist privat, oder? Bei mir ist nichts privat. Ja, also. Das war peinlich jetzt. Komm, außer damit. Ich war noch nicht. Zeig mir mal deinen Ausweis. Da schau her, ein Privatdetektiv. Wir brauchen da bei uns in Salzburg keine privaten Schnüffler, ja? Ich bin nicht da wegen der Sehenswürdigkeiten. Pass nur auf, dass ich dich nicht irgendwo erwische, wo es gerade keine Sehenswürdigkeiten gibt. Kann nicht passieren, ich habe einen Reiseführer. Moment einmal. Brenner? Brenner, den Namen kenne ich. Warst du nicht früher mal bei uns? In Wien? Möglich. Du bist also der Brenner. Der ehemalige Chef ist sogar der Freund von mir. Der hat immer gesagt, du warst eine ziemlich faule Sau, bevor er dich rausgeschmissen hat. Okay, liegt nur irgendwas an. Wohin? Auf am Berg. Auf was für ein Berg? Wurscht, auf irgendeinem Berg. Ja, sind Sie vielleicht der Selbstmörder, hä? Nein, ich will nur aus dem scheiß Käsel da. Ja, so fangen bei uns viele Selbstmorde an. Gerade gestern ist wieder einer gesprungen vom Münchsberg, hä? Soll ich ihn vielleicht dorthin bringen? Ist nicht notwendig. Das ist aber eine schöne Aussicht. Der Mönchsberg war immer schon sehr beliebt bei den Selbstmördern. Das ist genau wie mit dem Eiffelturm, wo die Franzosen oft ein paar 100 Kilometer reisen, nur damit sie sich hinunterstürzen können. Belgier, Holländer, Deutsche, auch Eiffelturm. Aber bei den Deutschen teilt es sich schon und sagen viele, Mönchsberg bietet mir mehr Qualität und die Sprache kann ich auch. Entschuldigung, Sie wollen doch nicht. Was? Ach du Scheiße. Nein, ich schau nur. Grüß Gott. Na, haben Sie wenigstens die richtige Größe erwischt gestern? Sie wollten doch nicht wirklich. So gestört bin ich nicht, dass ich da oben hupf. Dass ich das selbst mir da immer die schönsten Abgründe aussuchen müssen. Mein Mann ist da gestern hinunter. Entschuldigung. Das habe ich nicht gewusst. Sagen Sie was Blödes, damit ich nicht weinen muss. Habe ich gerade, oder? Sagen Sie was anderes. Bitte. Wissen Sie, was der Leberkiss gemacht wird?
Hast die Resseln von den Knackwürst. Und wo hast du die Knackwürst gemacht? Aus die Resseln vom Leberkäse. Und der wieder aus die Resseln von den Knackwürst. Und es geht so weiter. Ewig. Und was machen Sie jetzt? Nach Wien fahren. Und was machen Sie in Wien? Schauen, was los ist. Und dann? Weiß ich nicht. Dann fahr ich vielleicht wieder nach Salzburg. Und dann? Und schau ich, was dort los ist. Ich verstehe. Das ist so wie mit dem Leberkäse. Mein Mann ist da gestern nicht von alleine hinuntergesprungen. Hat er so gut Verein gehabt? Gut ist untertrieben. Fast schon heilig vor lauter Gut. Der Gottlieb wurde vor 25 Jahren vom jetzigen Erzbischof sexuell belästigt. Sexuell belästigt? Gottlieb war 10. Und der Erzbischof war dort Erzieher. Er hat ihm im Duschraum gezeigt, wie man sich richtig wäscht. Und deswegen soll ihn wer umgebracht haben? Er hat den Erzbischof seit 3 Jahren richtig verfolgt. Verfolgt? Wie verfolgt? Einmal ist er bei einer Firmung mitten in der Predigt aufgestanden und hat ihn zur Rede gestellt. 2-mal ist er verprügelt worden. Von wem? Von den ganz besonders Gläubigen. Die sind zu allem fähig. Das müssen Sie der Polizei erzählen. Ich hab's aber lieber Ihnen erzählt. Kennst du den? Welcome to our house Mariano, which now will be your home too. In unserem Internat wohnen 33 Buben, die euch beim Kochen und Putzen viel Arbeit machen werden. In our school, we have 33 boys who will make a lot of cleaning and cooking for you. Das Essen ist noch nicht für euch. That food is not for you. Das hat Frau Ding gemacht, unsere Köchin. Sie kümmert sich jeden Samstag um die Obdachlosen der Stadt. I am Frau Ding and I am the cook. And every Saturday I make food for the homeless of the city. Sir, who are you, sir? Sie möchte wissen, wer Sie sind. Ich bin der Chef. He is the boss. Aber im Großen und Ganzen machen hier alle, was sie wollen. Mostly people do what they want here, but not you. Kommt ins Haus. Die Buben kommen auch schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass der Brenner den Auftrag von der Witwe angenommen hat. Quasi, schau dich ein bisschen im Internat um, ob du noch irgendwas findest. Weil, wie willst du nach 30 Jahren noch beweisen, dass der Bischof damals den kleinen Gottlieb ein bisschen gedingst hat? Lauter Warmduscher hier, oder wie sehe ich das? Noch heißer? Aber gnädige Frau, für Sie haben wir doch eine Einzelkabine. Kommen Sie, kommen Sie. Danke vielmals.
Bitte aber nicht einsperren. Nein, nein, in diesem Haus werden nur Kinder eingesperrt, nicht? Rasierer. So, naja. Was macht denn unser Bein? Ei. Wake up. What is your name? Where are you from? Hey, du! Was machst du da? Ich suche die Ware. Ich bringe Essen. Der Rumsamer, bring's auf. Rasierer? Danke, na. Aber die Zähne nicht vergessen, ne? Entschuldigung. Ja? Was heißt denn das? Halt's Maul. Auf Lateinisch. Zum ersten Mal hier? Möchten Sie nachher mal zu mir kommen? Ja. Sportpräfekt Fitz. Wie lange sind wir denn schon auf der Straße? 3 Tage. Frau Kadel? Das geht heute schnell. 2-, 3-mal die Miete nicht bezahlt, eine Scheidung. Ja, jedenfalls sehen die größten Probleme nicht mehr so groß aus, wenn man mal drüber reden kann. Stimmt's oder habe ich recht? Möchten Sie denn mit mir drüber reden? Nein. Wenn Sie noch nicht so weit sind, ich akzeptiere das. Geld könnt ihr brauchen. Ja. Wer nicht, hm? Wir sind leider selber sehr auf Spenden angewiesen. Vielleicht könnt ihr ein paar kleinere Arbeiten im Haus erledigen? Ja, da gäbe es schon das eine oder andere zu tun, aber wir können nicht viel zahlen. Braucht nicht viel. 5 Euro in der Stunde? 6. Der Brenner hat überlegt, ob er nicht den Detektiv endgültig an den Nagel hängen und ganz auf Internatsgärtner umsatteln soll, weil die körperliche Arbeit hat ihm so gut getan. Seelenfriede, Hilfsausdruck. Sag einmal, ist ein bisschen wahnsinnig? Hä? Ja, Sie haben ein bisschen ein komisches Hobby, oder? Na, Hauptsache, Sie finden alles lustig. Fein. Hey, jetzt bist du der Helfer heute?
Ja? Dann komm gleich mal mit. Super. Irgendeine deutsche Firma ist das. Die haben in den 60er Jahren genau die Tisch gebaut. Sag mal, wie ist das jetzt? Du kannst reden und du willst nicht, richtig? Und was ist mit dem Kasperl am Sportplatz? Herzog. Hä? Die deutsche Firma heißt Herzog und ist in Hamburg. Pass auf am Schädel. Dass es sowas gibt. Genau den selben haben wir gehabt in Buntigam. Beim Bahnhofswirten ist genau so einer gestanden. Super. Danke. Hast du den renoviert? Machen wir ein Match? Okay. Aber für jetzt, was ich jetzt dafür was fragen? Schießen wir uns. Pass auf die Aschen auf. Ah, Entschuldige. Hey! Zungenkrebs. Hä? 1-1. Der Altregens hat Zungenkrebs. Zungen weg, Predigt weg. Altregens? Ja, der war früher der Chef da. Für die Antwort musste man aber noch ein Deal schießen. Schon passiert. Das heißt, er war der Chef da, wie das passiert ist mit dem Gottlieb Dornheim? Es gibt nur Arbeit, komm. Okay, spielen wir weiter. Kommst? Wo geht's denn da hin? Zum Mariengrad, das ist aber nur für die ganz Gläubigen. Da schau, das gehört in die Tischlerei, das ist total wurmstichig. Wer hilft mir? Das schaffst du schon. Ich geh in die Stadt und kaufe einen Wurm tot. Brenner. Brenner? Berti? Servus, Brenner. Servus. Du bist nicht mehr bei der Rettung? Bleibst liegen, bitte. Du kannst eine Gehirnblutung haben. Bist deppert? Da muss ich bewusstlos sein, oder? Du warst gerade bewusstlos. Na, schau, da blüht es nach innen oder nach außen. Was sagt der Fachmann? Eine Gehirnerschütterung hast du sicher. Nein, ich hab Kopfweh. Ist ja kein Wunder, ich krieg immer Kopfweh, wenn ich hinten sitze. Ey! Was machst du jetzt? Ich will vorne sitzen. Fahr weiter! Was heißt fahr weiter, warum? Du weißt ganz genau, dass Patienten nicht vorne mitfahren Gut, dürfen. dann fahr ich aber nicht mit ins Krankenhaus. Ja, bitte, Brenner, das Nein, macht ja bitte, keinen... Brenner. Entweder darf ich vorne sitzen oder ich steig aus. Ein ganz Kind.
Wollbinden sind ganz unten. Brauch ich nicht. Pflaster genügt. So alt und noch immer so eitel. Entschuldige, es ist ja kein Kopfschuss, oder? Was wird das jetzt? Wirst schon sehen. Hi. Servus. Okay. Danke, Papa. Sag einmal, hat das irgendwas mit Rettung zu tun? Kleines Zusatzgeschäft. Organhandel? Nein, ganz harmlos. Botendienste für die Salzburger Festspiele. Im Herbst? Ja, das ist eine neue Erfindung vom Festspielpräsidenten. Osterfestspiele, Sommerfestspiele, Herbstfestspiele und beim Advent singen schneit auch noch ein bisschen mit. Was springt raus für die? 100 Euro. Im Monat? Nein, pro Lieferung. Was? Du fährst Plastiksackerl spazieren für 100 Euro? Ist gut, oder? Was ist da drin? Brenner, das ist das Gerät. Bitte lass es da. Müll? Ja, Wo bringst du es hin? ins Festspielhaus. Du fährst Müll ins Festspielhaus für 100 Euro? Ja, Das kommt dir nicht ein bisschen komisch vor? das ist total seriös. Ich bring die Lieferung hin, gebe das ab und werde sofort ausbezahlt. Wann? Um 18 Uhr. Da bin ich dabei. Nein, ich muss alleine kommen. Kannst du rechts abbiegen? Was ist jetzt? Ich wohne da. Du kommst nicht mit ins Krankenhaus? Nein, und es gibt ja kein Christkindl und kein Osterhosen. Schon am ersten Tag der Ausbildung haben sie uns genau vor dem Patiententyp gewarnt. Dürfen wir den ausbauen? Der gehört nicht wir. Bis 18 Uhr. Brenner, bleib weg vom Festspielhaus, bitte. Ja? Ich will den Job. Ich will den Job nicht verlieren. Dann kauf halt ein auf einer Tankstelle. Ich kann dir das Auto halt nicht geben. Bitte nicht schreien. So ein Blödsinn. Auf einer Tankstelle gibt es heutzutage schon alles. Zu tun. Grüß Gott. 2 Sachen. Ich glaube, ich halte mir nur ein bisschen. Warum? Was, warum? Gibt es einen Grund dafür, dass ich immer das tue, was du sagst und du nie das tust, was ich sag? Such dir was aus. Gibt es einen einzigen Grund dafür? Alter, Schönheit. Hab mich gern. Geh, Berti, hey. Schleich dich. Wo geht's jetzt hin? Was machen Sie da? Hey, Sie da! Bleib stehen!
Hallo. Wo kommst du her? Wo wollen wir denn hin? Ja, was glauben Sie, oder außer? Nein, sicher nicht. Ja, Graf Wagner, Sie haben ein kleines Problem gekriegt. Echt? Mit wem? Die Frau Turnheim, Wort auf mich, bitte. Na, komm uns mit. Du Arzt dabei. Hier sind wir in Bagdad und hier ist noch einem anderen Tode. Ich dein Herr, du meine Sklavin. Ich deine Sklavin? Oh. Du hast doch wohl hoffentlich nicht vergessen, dass der Bassa dich mir als Sklavin geschenkt hat. Wasser hin, Wasser her. Mädchen sind keine Ware zum Verschenken. Ich befehle dir augenblicklich, mich zu lieben. Stopp! Altes, hässliches... Mann! Scheiße! Scheiße. Entschuldigung. Ich darf doch was sagen, oder? Aber Sie sind die Mutter Gottes, ja? Sie sind jungfräulich, ja? Sie sind der Himmel, Sie sind die Sterne, Sie sind ganz klar. So wie Mutter Gottes in der Pubertät, ja? Schreibt das bitte auf! Ja, Anita? So, bitte. Und bitte. Gibt's gar keine Musik? Sind denn Sie da hereingekommen? Ich hab gesagt, du musst zu Ihnen. Ja. Sind Sie der Chef da? Ja, die Tochter vom Chef. Bitte noch einmal, ja? Ich wollte Und Sie arbeiten ein bisschen mit im Familienbetrieb, wie das so üblich ist auf Bauernhöfen. Hier sind wir in Bagdad und da Ist das verboten? Nein. Ich, mein Herr, du meine Sklavin. Fegen. Deine Sklavin? Was sind denn genau die Müllfrau? Fegen, weiter fegen. Hier ist noch was, hier ist noch was. Da. Hier. Kommen Sie mit ins Büro. Das ist ja total dreckig hier oben. Also, wie ist das mit dem Müll? Herr Brenner, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, es ist eine völlig harmlose Sache. Aha, was ist Ihnen denn heilig? Es ist eine interne Angelegenheit der Festspiele. Herr Brenner, bitte. Okay, ich wollte ja nur wissen, was Ihnen heilig ist. Gerechtigkeit für meinen Mann zum Beispiel. Sie haben ihn sehr geliebt. Kinder, du kannst mich jetzt nicht allein lassen. Der Schmidt will alles hinschmeißen wegen dem schlechten Wetter. Er singt bei diesen Temperaturen nicht. Wer ist denn das? Das ist der Herr Brenner, von dem ich dir erzählt habe, Papa. Brenner. Grüß Gott. Grüß Gott. Naja, wie auch immer. Kinderl, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen. Geh bitte zum Schmidtke, beruhig ihn ein bisschen, ja? Das kannst du doch so gut. Vorsicht, Spitzenmechanik. Das ist dieselbe, die der Hitler in der Wolfschanze gehabt hat. Der Hitler war nämlich wahnsinnig empfindlich auf den Ohren. Er hat nichts mehr gehasst als Lärm. Aber er liebte Wagner. Und dann ist das Letzte, was so ein Mann im Leben hört, der Knall einer Pistole im Bunker. Irgendwie tragisch. Ja. Der Gottlieb Dornhelm hat ein bisschen eine schönere Aussicht gehabt vom Tod. Ich sag Ihnen jetzt was, Herr Brenner. Ja. Als ich erfahren habe, dass mein Schwiegersohn gestorben ist, habe ich mir als erstes eine Flasche Champagner aufgemacht. Können Sie sich das vorstellen? Ach, gar nichts können Sie sich vorstellen. Mein Schwiegersohn war nämlich kein richtiger Mann. Verstehen Sie mich? Glauben Sie, dass was dran ist an seine Beschuldigungen? Bringt doch niemandem was, so alte Sachen aufzuwärmen. Egal, ob sie stimmen oder nicht, nach so vielen Jahren. Muss man doch verzeihen können, finden Sie nicht? Es gibt ja so Gerechtigkeitsfanatiker. Sehen Sie, ich bin keiner. Ich bin großzügig. Schön für Sie. Und Sie, Herr Brenner? Sind Sie großzügig? Ich glaube nicht. Schlecht für Sie. Wieso denn? Der Stress, Brenner. Kleinliche Leute haben immer Stress. Er ist bereit, in der Felsenreitschule zu singen, wenn du das Dach schließen lässt. Ja, aber das geht wegen der Inszenierung nicht. Grüß Gott. Wir suchen einen gewissen Herrn Brenner, der unter da, oder? Der ist umgezogen. Schade. Wir hätten was für ihn. Ah, was denn? Ein Flugticket. Unser Chef wird ihm das irrsinnig gern schenken. Sie können es ja da lassen, wenn er kommt, gib es ihm.
Leider, wir müssen es ihm persönlich geben. Aha, wieso? Wir müssen nur ein bisschen mit ihm reden, um sicher zu gehen, dass er auch wirklich fliegt mit unserem Ticket. Weil wenn er nicht fliegt, was blöd. Danke fürs Gespräch. Hat euch über die Häuser und den Brenner lasst in Ruhe. Was kostet das eigentlich? Was? Sie? Das teilt sich auf in Honorar und Spesen. Spesen sind meistens mehr. Ich würde gern wissen, wie Sie funktionieren. Über Geld funktionieren Sie nicht, über Ansehen nicht. Wie funktionieren Sie eigentlich? Ich glaube, die Lösung ist, ich funktioniere einfach nicht. Was für ein Glück, dass Sie so ein alter Sack sind. Genau. Gute Nacht. Dieses Arschgesicht, das verdammt. Ich frag mich nur, warum. Nix auf, ey. Ah! Hallo. Hallo. Brenner? Konstanze Dornhelm. Sind Sie gut nach Hause gekommen? Ja? Ich rufe an, weil ich sitze da am Schreibtisch von Gottlieb und da ist mir so ein Zettel aufgefallen. Ja? Herr Brenner, geht's Ihnen nicht gut? Nein, alles okay. Was ist mit dem Zettel? Da steht drauf Petting 69. Betting. Ja, das ist genauso geschrieben wie das, was wir in unserer Jugend gemacht haben. Und dahinter steht 69. Ich rufe Sie an. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja. Servus, ich bin's, kann ich übernachten bei dir? Erst behandelst du mich wie ein Lehrbuhr und jetzt willst du übernachten. Das ist gut für Tabletten. Was ja ungesund ist, die brennen in der Regel recht Löcher im Magen. Und wenn du zu viel davon nimmst, dann wird das Blut so dünn, dass es durch die Haut austritt. Du bist so blass. Rauchverbot. Ich erzähle eine Geschichte. Das war ein super Plan. Da, das sind's.
Er ist zur Kasse. Du warst gestern beim Bus. Ich habe nur Essen gebracht. Der Busfahrer hat dich aber gesehen. Hast du was herausgenommen? Aha, warte noch. Du denkst noch mal drüber nach. Ich glaube, Jesus Christus. Wo gehst du hin? Ich brauche uns keinen Kopf. Im Bahnhof gibt's keine Apotheke. Für mich schon. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns. Warum müssen die Herrschaften weg? Herumlungen auf dem Bahnhofsgelände ist verboten. Sagt wer? Die Bahnhofsbehörde. Und Sie sind der private Sicherheitsdienst der Bahnhofsbehörde. Hm? Wir wollen doch keine Steuergelder verschwenden. Und um das sie weiß, will ich sie gern mit dir gehen. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Hallo, Zeitung. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob du mir helfen kannst. Am leichtesten kann ich denen helfen, die an etwas glauben. Ja, schaut schlecht aus bei mir. Glaubst du denn an gar nichts mehr? Ich glaube daran, dass ich heute auf die Nacht schlafen gehe und ich glaube daran, dass ich morgen in der Früh wieder aufstehe. Und dass ich einen Kaffee trinke. Wissen tut man es nicht, aber an sowas glaube ich. Das ist ja schon mal ein Anfang. Was ich noch glaube, ist, dass der Gottlieb Dornhelm ermordet worden ist. Um Gottes Willen. Gottes Wille war es, glaube ich, nicht. Du bist kein obdachloser Brenner. Schön für dich. Weißt du was drüber? Ich weiß, wer es war. Was? Ich kann dir nichts sagen, Brenner. Ich binde das Beichtgeheimnis. Der Mörder hat bei dir... Brenner, wer immer oder was immer du auch bist, ich kann dir nichts sagen. Es sei denn... Es sei denn was? Hast du unser kleines Lied gehört, Brenner? Herr, deine Wege, die du mich leitest, kann ich oft nicht verstehen. Auch Umwege können uns zum Herrn geleiten, Brenner. Was weißt du? Brenner, du musst weg da. Wieso muss ich weg? Du wirst polizeilich gesucht. Kann ich dir anrufen? Ich rufe dich an. Gib mir die Telefonnummer von dir. Heute Abend?
Den Kopfweh. Sie? Haben Sie schon die ganze Packung geschluckt? Nein, ich hab's verloren. Sicher? Ehrenwort. Mit viel Wasser? Ja, sonst kriegt man Löcher im Magen und das Blut ist so dünn, dass es durch die Haut sickert. Sie haben ein gutes Menschengedächtnis. Warum? Oder erkennen Sie jeden Kunden sofort wieder, wenn er einmal vorbeikommt? Die komischen Kunden vergesse ich nicht. Die Kirche muss echt Geld haben. Da. Der Salzburger Erzbischof Michael Schorn legt morgen in einer kleinen Feier den Grundstein für den geplanten Zubau des Marianums, der einen Meditationsraum, eine Sauna und ein Hallenbad enthalten wird. Die 2,5 Millionen Euro kosten dem Steuerzahler keinen Cent, werden ausschließlich aus Spenden finanziert. Das ist aber komisch. Da viel zusammen mit ein paar Groschen am Bahnhof. Sportanlagen haben sie wie ein Bundesliga-Verein. Und dann bauen sie ein Hallenbad für ein paar Millionen. Für wen? Ja. Für 33 Schüler. Das ist komisch, oder? Was suchst du da jetzt? Wenn niemand wissen hat, was ich suche, wann ich was suche, hätte ich noch nie was gefunden. Ja, das ist auch wieder so allgemeiner Satz. Warte davon. Wieso soll der warten? Du bist die Kavallerie. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, hast du mich raus. Ich hab keine Trompeten mit. Stopp, stopp. Links, links. Stopp, stopp. Links, rechts, 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 stopp. Rechts, rechts, stopp. Hinunter, 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 stopp. Stopp, stopp, hinauf, ja. Und die Zeit ist um, Frau Maria. Jetzt sind Sie immer höher geworden mit der Stimme, ja? Immer mehr aufgeregt. Na, ist aber nicht so schlecht. Werden wir dann schauen, wie Sie gefahren sind. Das war mal die Fahrt von der Frau Maria. Und jetzt ist die Frau Roswitha dran. Sind Sie auch bereit? Ja? Ja. Sie, klar vor Augen. Gut. Kann schon losgehen, Frau Roswitha. Bitte schön. Rechts. Ja. Ja. Wir sind praktisch unterwegs. Ich habe Angst. Ich pass schon auf die. Sie waren in meinem Zimmer. Bei dir, wieso? Sie suchen den Pass von dem Mädchen, das Sie mitgenommen haben. Hast du den?
Die war höchstens erst 18. Und irrsinnig fesch. Scheiße! Na super. Mike, mag man gar nicht vorstellen, was sie jetzt mit der machen. Man kann nur hoffen, dass sie nicht an dasselbe denken wie du. Trottel. Geh mit mir zur Polizei, bitte. Na, ich lass mir doch von denen nichts mehr anhängen. Ich geh ja kein zweites Mal in Häfen. Ich hab dir so oft gesagt, du musst weg von da. Verschwinden wir gemeinsam. Ich muss morgen Frühstück machen für die Buben. Geh, komm, sei gescheit. Wir müssen die Polizei anrufen. Die Polizei sucht mich. Willst du auch noch einen Mord schuld sein? Entschuldigung. Die Kirche macht mir Sorgen. Die Kirche? Ja, von der wissen wir wenigstens, wo sie ist. Komm. Berti? Ja, für dich der Fitz. Brenner? Brenner, es bedrückt mich. Wir müssen weiterreden. Und was ist mit dem Beichtgeheimnis? Vielleicht können wir es so sehen. Lass mich heute dir beichten, Brenner. Okay. Wir kommen. Mach es mir nicht noch schwerer, als es schon ist, Brenner. Komm bitte allein. Gut. Wo treffen wir uns? Ausgezeichnet, Herr Fitz. Josef? Jetzt ist aber Schluss. Josef? Josef? Lass das. Das ist nicht lustig. Amico, amici, amicorum, amicis, amicos, amicus. Templum. Templum, templi, templo.
Brenner! 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 Was hat's gemacht mit ihm? Nix. Hingefallen ist er. Gestürzt. Jetzt hat er aufgehört wie ein Stier. Pass auf mit der Huschen, Brenner. Boah! Boah, ich hab Kopf. Du hast vielleicht eine Gehirnerschütterung. Was sagen Sie denn das nicht gleich, Brenner? Hm? Was? Ja, das während der ganzen Mordnacht mit unserer verehrten Frau Dornheim spazieren waren. So, meine Herren, pro Mann und Nase eine halbe Pizza. Einmal Pizza Diabolo. Sollten wir nicht eine Vermisstenanzeige aufgeben? Jetzt warten wir einmal. Sie ist ja kein Kind mehr. Ich bin sicher, das wird sich alles ganz harmlos aufklären. Hoffentlich. Wir können ja nicht jeden Tag Pizza kaufen. Gesegneten Appetit. So, bitte. Andreas? Geht's wieder? Ja, ja. Da ist der Zettel von meinem Mann. Betting 69. Ja. Wenn wir den Herrn Fitz fragen. Wir schauen ins Marianum. Da werden Sie aber nicht mehr finden. Der ist schon unterwegs zum großen Benefizempfang Benefit? im Erzbischöflichen Palais. Ja, nix wie hin. Da müssen wir aber vorher noch in unseren Kostümfundus. Gibt's da eine Dusche? Die Realität ist eine Riesenschweinerei, die uns am Ja, aber- Träumen hindert. Ja, aber Und wir deshalb- singen jetzt ja auch nicht. Ja, warum denn nicht? Warum singt denn keiner? Wir können doch alle zusammen singen. Singen führt ab, singen reinigt. Ja, Und jetzt ich gleich, frage mich, ja. wer steckt dahinter? Wer steckt denn dahinter? dass Seit wir das so neuestem war die gesehen- Tochter vom Festspielpräsidenten auch ein bisschen Präsidentin von der Wohltätigkeitsparty, wo sie viel Geld für den Schwachen gesammelt haben. Darf ich Ihnen das überreichen? Ich bin sprachlos, meine Lieblingscreme. Die gibt's nur in Paris. Woher wissen Sie? Ich habe auch meine kleinen Geheimnisse. Schwach entweder vom sozialen Dings her oder sagen wir Afrika unten, wo sie die Kondome lieber aufsparen als Willkommensluftballone für den nächsten Papstbesuch. Ihr Vater stochert herum im Müll von den Sänger. Bitte? Nur damit er die richtigen Geschenke machen kann, ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Grüß Gott, Frau Dornheim. Grüße Gott. Herr Brenner, ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Thema. Den richtigen Zeitpunkt kann man sich nicht immer aussuchen. Es wird immer schwieriger, die großen Stars zu bekommen. Grüße Gott. Sowas kommt gut an bei denen. Ich meine, ich kenne mich ja nicht aus in der Hochkultur, aber ist das nicht ein bisschen Wild West? Herr Brenner, die ganze Hochkultur ist Wild West. Guten Abend, Herr Detektiv. Amüsieren Sie sich gut? Ach, wunderbar. Wir haben eine kleine Umfrage laufen. Was sagt Ihnen Betting 69? Ich hoffe, es ist nichts Unanständiges. Na, Eminenz, waren Sie schon beim Buffet? Das japanische Essen ist nichts für mich. Ich warte in Demut auf die Gulaschsuppe um Mitternacht. Auf
Hoffentlich ist sie ein bisschen angebrannt. Angebrannt, sehen Sie, genau das sage ich immer zu meiner Köchin. Eine richtig gute Gulaschsuppe. Gnädige Frau, bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Lieber nicht. Ich müsste Ihnen nämlich sonst sagen, wohin Sie sich Ihr tief empfundenes Beileid stecken können. Na, dann schauen wir jetzt zu dieser Gulaschsuppe, nicht wahr? Darf ich Sie am Sonntag in den Dom einladen? Vielleicht finden Sie Trost im Gottesdienst. Weihrauch macht mir immer ein bisschen Brechreiz. Eminenz, bitte. Wir müssen jetzt wirklich die Gulaschsuppe kosten. Kommen Sie mit, ich muss Ihnen jemand vorstellen. Ob das der richtige Moment war, das Thema zu besprechen? Man kann sich nicht immer den richtigen Zeitpunkt aussuchen. Den Fitz finde ich nirgends. Der ist abgereist. Was? Mein Vater sagt, der ist nach Rom gefahren. Nach Rom? Was werden Sie jetzt machen? Was trinken? So gefährlich ist das nicht. Meine Tochter weiß nicht, was Bittig 69 bedeutet. Aber für den Brenner muss uns was einfallen. Und was fällt dir ein für den Herrn Brenner? Kinder, ich wollte das immer ersparen. Du wolltest dir was ersparen. Du bist leider ein bisschen zu impulsiv. Das hast du von deiner seligen Mama. Lass mich los. Kinder, wir haben doch sonst niemand. Enttäusch mich nicht. Sag mal, waren das jetzt Japaner oder Chinesen? Japaner. Das sagst du so aus dem Handgelenk? Ja, sicher. Wie kannst du das auseinanderhalten? Schau. Chinese, Japaner, Eule, Beule. Nicht schlecht. Was machst du, wenn du dumm bist? Fahr wieder runter. Gibt's eine andere Möglichkeit? Was sollst du machen, wenn du jetzt hinter uns warst? Wenn ich hinter uns wäre, können wir das morgen bitte diskutieren? Morgen kann es spät sein. Dann üben wir halt. Also wenn ich jetzt hinter uns war, der bei der vorletzten Ebene abbiegen. Wir gehen. Was? Damit zur Ausfahrt stellen. Vor zur Ausfahrt. Warum? Dort darf er uns warten und uns anschießen. Leise. Sie sind uns wirklich nicht nachgekommen. Ja, siehst du, das, was ich da sage. Das sind noch internationale Regeln. Wie beim Fußball. Aha. Da hinten bauen sie ein neues Parkdeck. Na super. Sie kommen. Jetzt kann ich runterfahren. Gott, wer sagt dir, da soll ich zwar drin sitzen?
Scheiße. Betreten verboten. Betreten tun wir es eh nicht. Scheiße. Tor! Der Gott bin ich schneller. Übertreib nicht, ich sehe es eh nicht mehr. Brauchen einen Sicherheitsabstand. Das ist nichts für meinen Kopf. Wo sind die hin? Fahr weiter. Super abgehängt. Jetzt weinst du. Dabei hast du allen Grund zur Freude. Man darf doch nicht weinen, wenn man auserwählt ist. Hindi ka dapat iiyak kasi ikaw ang pinili niya. Ja, du hast ganz richtig gehört. Unter vielen anderen Mädchen bist gerade du auserwählt worden. Du musst keine Angst haben. Der Mann wird sehr lieb zu dir sein. Und du wirst auch nicht allein mit ihm sein. Da, schau her. Unsere liebe Mutter Gottes wird immer bei dir sein. Ang pagmamahal ng ina ng Diyos kasama mo. Und nachher wartet ein schönes Geschenk auf dich. Sa huli, may magandang regalo ibigay niya sa iyo. Aber dein größtes Geschenk ist, dass du genau das tust, was dein lieber Herr Jesus in der Bibel sagt. Ang pinakamalaking magandang regalo para sa iyo ay ang pagsusunod ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Wer mich lieb hat, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So, pass auf. Jetzt schieße ich dir die Eier weg. Und so. Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Angehörige, liebe Studenten, nach einer Durststrecke von 5 Jahren ist wieder einer aus diesem Hause zum Priestertum berufen worden. Sag, wieso ist da heute eigentlich nur eine Kugel drin? Waren sicher der Erstklässler dran. Das fertig ist sie auch. Ja, Ausgleich. Hey, unfair. Was ist da heute überhaupt los? 2/3 unserer Priester sind heute älter als 60 Jahre. Und wir wissen, was das in wenigen Jahren bedeuten wird. Verwaiste Pfarren, leere Kirchen, Gläubige, die nicht einmal am Sonntag die heilige Messe feiern können. Wo sind denn bitte die ganzen Kugeln? Die geschissenen Erstklässler haben sicher wieder was reingestopft. Kannst du vielleicht ein bisschen kippen? Geht's? Okay. Ich spüre da was. So Weiches. Haben die Schweine da einen Plastiksackel reingestopft? Grüß Gott. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Reicht einander die Hände zum Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Ah, der Herr Brenner. So schnell sieht man sich wieder. Hm? Was ist das mit euch Privaten, gell? Immer gleich da, wenn einmal was los ist. Ah, Brenner, ist etwas Blödes passiert. Meine Mutter will auf einmal auch gerne mitgehen in die Premiere. Könnten Sie mit der Patronin reden wegen einer zweiten? Die Ding. Wer? Die Köchin von Marianum, der Hausmeister. Der Hausmeister? Ja, der Mann hat 10 Jahre eingesessen. Der hat damals seine Frau umgebracht. Wir haben das gut gehabt von der Köchin bei empfunden. Ja, hat sie zerstückelt? 23 Teile, ja. Der Täter war noch flüchtig, aber wir durchsuchen gerade das Haus. Haben Sie irgendwen da drinnen schon verhört? Was, für die Pfarrer? Ja. Nein, die sind gerade alle in der Kapelle beim Beten. Aber für die läuft dann schon keiner davon. Ich werde dann morgen mit denen reden. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Ich muss kurz was fragen. Verlassen Sie dieses Haus Gottes! Ich bin mir nicht sicher, ob der da wohnt. Ich hole die Polizei. Weiß irgendjemand, wo der Fitz ist? Wie Sie sehen, ist er nicht hier! Kann uns bitte jemand helfen? Gestern war der Sportpräfekt noch im Haus, ja? Und heute hat den Fitz noch niemand gesehen von euch? Wissen Sie was? Bitte. Traut euch keiner was sagen, weil die Erzieher da sind. Wir sind draußen bei den Sportanlagen, falls jemand noch was einfällt, okay? Herr Brenner, ich muss Sie auffordern, die Kirche zu verlassen. Ich muss Sie sonst wegen Religionsstörung verhaften. So, kommen Sie. Weiß jemand, was Betting ist? Betting 69? Wir sind draußen, falls Ihnen noch was einfällt. Und das so denken. Wir schließen das Haus für eine Woche. Bis dahin haben wir hoffentlich die Eltern der Buben beruhigt. Wo fahren Sie jetzt hin? Die Benediktiner von St. Peter haben sich bereit erklärt, uns aufzunehmen. Glaubt, kommt da heute noch wer? Mir ist bald alles wurscht. Sehr bald, glaube ich. Ja und? Ich brauche auch mal einen Abstand. Hast du das einmal mit autogenem Training probiert? Bitte was? Kennst du das nicht? Wenn du das einmal ausprobierst, schmeißt du alle deine Drogen weg. Ja. Leg die Zug und mach die Augen zu. Ich schau zu. Na geh, komm, mach mit. Geh bitte einmal. Okay, was muss ich machen? Hinlegen, Augen zumachen und tief durchatmen. Das ist, weil du den vielen Sauerstoff nicht gewohnt bist. Schade. Weitermachen. Tief durchatmen. Und jetzt lenkst du den Atem direkt in die Hände. Das kann ich nicht. Und atmen tief ein und ausatmen. Die Hände werden schwerer und schwerer. Ganz müde. Jetzt atmen wir in den Kopf. Der Kopf wird schwerer und schwerer. Ganz müde. Stellen wir uns den Himmel vor, die Wolken. Die Wolken zum Winter hin. Schau dir das an. Betting. Mein Gott, sind wir deppert. Entschuldigung, Betting 69, wo ist denn das?
Warte du. Na, geh. Da kommen wir nicht rüber. Danke. Hätte ich sonst nicht gewusst. Da schau her. Aha. Wo darfst du den Schlüssel verstecken? Den du mit nach Hause nehmen. Genau. Nun hab ich euch Ruhe. Hallo, ihr Süßen. Sabihin mo, kumusta ka? Hallo. Sag hier, viele Frauen in Salzburg würden barfuß nach München laufen, um mit mir eine Nacht zu verbringen. Sabi niya, ang dami ng mga babaeng galing sa Salzburg papunta sa Munich. Machst du eigentlich mit? Was? Du schummelst doch. Was heißt, ich schummel? Ich schummel überhaupt nicht. Hör mal auf zum Treten. Ja, genau oder wie vorher. Ich genau wie vorher? Ja? Ja, wunderbar, dann brauche ich ihn nicht mehr drehen. Werd mir aber lenken. Okay. Harapi ka niya sa iyo. Hindi ka maghirap. So. So bremsen. Wir brauchen den Strom. Na! Sag ja, ich will ihre Tränen ablecken. Sabi niya gusto niyang dilaan yung mga luha mo. Hat sie denn vorher nicht zu trinken bekommen? Doch, sie ist nur ein bisschen gehemmt. Pwede pa? Aha, meron akong idea.
Sie soll sich nicht so konzentrieren. Sie soll sich entspannen und ganz locker werden. Sag ihr, Jungfrauensekt ist wie Weihwasser für meine Stimmbänder. Sabi niya, kailangan daw niyang ihi ng birhin. Ich weiß, was hilft. Na 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 na. Du das? Lass ruhig herkommen. Möchtest du dich nicht etwas stärken, wo du so schwer zu tragen hast? Ich trinke nichts tagsüber. Schade. Angenommen, ich gehe da jetzt mit der Tür hinaus. Bitte, bitte, lass dich nicht aufhalten. So viel bist du für so wenig Hirn. Kannst du mir sagen, warum? Was denn? Du veranstaltest eine Riesensauerei, um Geld zu verdienen. Du bringst die Menschen um, die da draufkommen. Und dann gibst du das alles aus für Fußballplätze und Tennisplätze und ein Hallenbad für 33 Schüler? Die Kirche braucht Priester. Sie stirbt sonst. Glaubst du im Ernst, dass irgendwer Pfarrer wird wie ein Fußballplatz? Naja, so unwichtig ist Sport auch wieder nicht für einen Priester. Und die Mädchen? Es macht ihnen doch Spaß. Nach dem 2. oder 3. Mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jetzt Gott, der Präsident. Großzügig wie immer. Zufrieden, mein Freund? Bellissima. Müssen die mich hier sehen? Wer das Rechte tut, muss keine Angst haben, Herr Präsident. Sie haben leicht reden. Hintersperre. War ich schon Pipi, das wird eine lange Fahrt. Na sicher. Grüße an die Lola von der Ritze. Ja, ja. Was ist mit der da? Geht zurück nach Italien. Sorry that I couldn't help you the day before yesterday.
Sorrow that I cannot help you now. Holt ihr bitte die Pappen? So, jetzt gehen wir zum Chef. Bei dem waren wir gerade. Bitte noch über den Chef drüber. Dass der Mörder immer wieder an den Ort des Verbrechens zurückkehrt, ist natürlich ein Blödsinn. Du kehrst als halbwegs normaler Mörder überall hin eher zurück. Zu deinem ersten Schulhaus, zu der Wiese, wo du für deine Mutter Schneeglöckchen gepflückt hast, zu der Parkbank deiner ersten Liebe. Da kehrt jeder gern zurück, ob Mörder oder Nicht-Mörder. Weil manchmal braucht der Mörder, genau wie der Nicht-Mörder, ein bisschen die Gefühlswärme. So. Oh, weh. Brenner? 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 Ja, komm. Hol mir Kanone aus dem Auto. Endstation. Freunde, jetzt könnt ihr es euch aussuchen. Ich hab Angst. Ja. Aber was soll denn das? Ah! Hallo? Was ist los? Na, die leben immer noch. Wieso? Die Hund hat nicht zum Umbringen. Bitte, wo hat er aufgehört? Peter, schicken Sie den Schlusschor raus. Schlusschor raus! Schlusschor! Schlusschor! Was? Schluss. Ah! Schlusschor! Schlusschor! Das kriegen wir schon hin. Kommt ins Marianum. Aber wirklich nicht.
Was heißt das? Und tschüss. Komm, wir müssen die Philippinen holen. Berti? Geh auf mich! Heb's ein bisschen her, komm, bitte. Brenner, hörst du mich? Grüß Gott. Eine letzte Beichte und du rettest dich ins Fegefeuer. Danke, kein Bedarf. Aber im Fegefeuer ist es viel angenehmer als in der Hölle. Dort wird man nur etwas gebraten. Die Hölle, Brenner, ist viel, viel schlimmer. Warum? Ja, weißt du das denn nicht? Der Teufel mag die Seelen am liebsten gekocht. Brenner. Was war denn damit gekocht? Scheiße. Fitz, gib auf! Das Haus ist umstellt! Der auf, das ist ja lächerlich. Claire, vi synes, der kommer så hårdt der så. Ja? Schau über die Jacken! Gib mir den Gürtel rauf!
Das Wasser wird kälter. Nur schlecht nicht. Ja, grüße Stranecker, Kripo Salzburg. Dubai gibt's doch ein Bett im irgendwann am See. Ja, genau, das meine ich. Hausnummer 69. Ja. Kannst du das mal überprüfen? Ja, gut. Rufst du noch zurück, gell? Und? Wann wird jetzt der Fischspielpräsident verhaftet? Ich glaub, Freddy, das ist ein Kreuz mit Ihnen. Genie und Wahnsinn, gell? Das liegt bei Ihnen ganz nah beieinander. Moment einmal, wird was anzeigen? Für was? Was willst du schon bezeigen? Dass der Festspielpräsident seinen Freund vom Buff abgeholt hat? Na, und diese ganze Drecksau von Sänger, Ja? ich meine, die muss ja auch irgendwie. Ja, was? Bitte, die Susi ist noch minderjährig. Die können nicht einmal Deutsch. Bitte? Sag einmal. Bitte. Habt ihr erlebt, dass in Österreich ein Freier bestraft worden ist? Renner, wo würden hin? Renner! Mal so. Sie haben interessante Hände. Haben Sie mit diesen Händen früher schwer gearbeitet? Nein. Bitterfeld, Eminenz. Nein, nicht in Bitterfeld. Das ist eine Mongoloidenlinie. Man spürt noch die Schwede. Moment. So sieht man sie wieder. Kennen wir uns? Ich glaube schon. Ich erinnere mich an niemand mit Brandblasen. Aber ich war schon oben bei den Nie wieder, nie wieder.
Ich würde gerne meinen Auftrag abschließen. Die Sache ist geklärt. Mein Mann hat Selbstmord begangen. Bitte? Mein Vater hat gestern einen Abschiedsbrief gefunden. Sie haben sich da in etwas verrannt, Herr Brenner. Was habe ich? Verrannt. So was passiert. Und bitte schicken Sie mir die Rechnung. Vergiss es, Brenner. Wir sind in Salzburg. In der Bibel steht, nicht 7-mal sollst du verzeihen, sondern 7-mal 70-mal. Quasi 490 Mal. Und ehrlich gesagt, wir hätten heute 4 Tote weniger in Salzburg, wenn der Gottlieb Dornhelm sich dran gehalten und den Bischof verziehen hätte, statt die ganze alte Internatsgeschichte noch einmal aufzurühren. Weil interessant ist das schon. 70, heilige Zahl, und 69, immer ein bisschen Ding. Das ist genau das, was ich meine, weißt? Wir wollen beide weg von da und wer macht den Trottel und stoppt? Ja, du bist die Vorhut. Entweder Kavallerie oder Vorhut. Beides geht nicht. Wieso geht das nicht? Du bist genauso ein Arschloch wie der John Wayne. Wie wer? John Wayne! Der John Wayne ist doch kein Arschloch. Der John Wayne ist ein super Arschloch. Aha, wieso? Der John Wayne ist genau der Typ, der 200 Indianer erschießt und dann geht er in die Hütte, nimmt den Hut ab, weil eine Frau da ist. Verstehst du, was ich meine? Was ist falsch dran? Brauchen Sie was gegen Kopfweh? Wo fahren Sie hin, gnädige Frau? Nach Linz. Linz ist super, da kann man nach Graz oder nach Wien fahren. Aber ich habe nur Platz für einen. In der Nacht sehen Sie aber besser aus. Ja, das sind Ihre Kopfwehtabletten, die treten jetzt durch die Haut aus. Blödsinn, Sie brauchen eine Brandsalbe. Was machen Sie denn in Linz? Schauen, was los ist. Und dann? Fahre wieder nach Salzburg und schau, was dort los ist. Dann wieder nach Linz. Bis in alle Ewigkeit? Genau. Bis in alle Ewigkeit. Das ist wie mit dem Leberkäse. Bitte? Wissen Sie, was der Leberkäse gemacht wird? Aus den Resten von Knackwürsten. Das wissen Sie?